Es gibt Menschen, die scheinen mit Leichtigkeit zu überzeugen. In Gesprächen, in Meetings, sogar im Alltag. Sie setzen ihre Ideen durch, ohne Druck zu machen. Sie wirken klar, souverän, überzeugend. Und oft fragt man sich, was machen die eigentlich anders? Die gute Nachricht ist, dahinter steckt keine Magie. Auch keine übertriebene Rhetorik oder Manipulation, sondern psychologische Prinzipien, die jeder Mensch anwenden kann, wenn man sie einmal verstanden hat. In diesem Video zeige ich dir, welche inneren Hebel besonders stark wirken, wenn es um Einfluss und Überzeugung geht. Nicht aus einem Lehrbuch, sondern mit Beispielen aus dem echten Leben. Du wirst merken, dass es oft kleine Dinge sind, die eine große Wirkung entfalten, wenn man sie bewusst einsetzt. Und du wirst verstehen, warum manche Gespräche einfach besser laufen, wenn man ein paar Grundregeln kennt. Überzeugung hat nichts mit Lautstärke zu tun. Auch nicht mit Tricks oder Schauspiel. Sie entsteht, wenn du verstehst, wie Menschen Entscheidungen treffen und wie du diese Entscheidungen positiv beeinflussen kannst. Dafür gibt es in der Psychologie einige Grundprinzipien, die immer wieder wirken. Egal ob im Verkauf, im Vorstellungsgespräch, im Alltag mit Kolleginnen und Kollegen oder in privaten Beziehungen. Diese Prinzipien wurden über viele Jahre erforscht. Der amerikanische Psychologe Robert Cialdini hat sie in seinem Buch Influence beschrieben, einem Klassiker der Verhaltensforschung. Es geht um einfache, aber wirkungsvolle Mechanismen wie Reziprozität, also das Prinzip von Geben und Nehmen, oder um Verknappung. Wenn etwas selten ist, wirkt es wertvoller. Auch Autorität spielt eine Rolle. Menschen hören eher auf jemanden, den sie für kompetent halten. Hinzu kommen Konsistenz, Sympathie, soziale Bestätigung und der Rahmen, in dem Informationen präsentiert werden. Diese Prinzipien kannst du nicht nur verstehen, sondern auch ganz bewusst in deiner Kommunikation nutzen. Nicht manipulativ, sondern klar, gezielt und ehrlich. Denn am Ende geht es nicht darum, andere zu überreden, sondern darum, verstanden zu werden und die eigene Position überzeugend zu vertreten. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns 7 dieser Prinzipien genauer an. Du bekommst zu jedem ein konkretes Beispiel, damit du sofort erkennst, wie du es in deinem eigenen Leben anwenden kannst. Los geht's mit dem ersten Hebel, Reziprozität. Menschen fühlen sich oft verpflichtet, etwas zurückzugeben, wenn sie zuvor etwas erhalten haben. Das kann ein Geschenk sein, ein Gefallen oder einfach eine kleine Aufmerksamkeit. Dieses Prinzip ist tief in unserem sozialen Verhalten verankert. Wer gibt, löst unbewusst den Impuls aus, etwas zurückzugeben. Nicht immer sofort, aber spürbar. Ein Beispiel. Du hilfst einer Kollegin spontan bei einer Aufgabe, obwohl sie dich gar nicht darum gebeten hat. Ein paar Tage später ist sie eher bereit, dir ebenfalls entgegenzukommen, weil in ihr ein Gefühl von Ausgleich entstanden ist. Im Verkauf ist das ähnlich. Ein kostenloses Muster, eine kleine Zusatzleistung oder einfach eine ehrliche Empfehlung kann beim Gegenüber den Wunsch wecken, etwas zurückzugeben, zum Beispiel durch Aufmerksamkeit, Vertrauen oder eine Kaufentscheidung. Reziprozität funktioniert nicht nur im Geschäft. Sie wirkt überall dort, wo Menschen in Beziehung stehen. Und genau deshalb ist sie so stark. Verknappung. Warum wir Seltenes mehr wollen. Was schwer zu bekommen ist, erscheint uns oft wertvoller. Das ist kein Zufall, sondern ein ganz typischer Denkmechanismus. Wenn etwas knapp ist, zeitlich oder mengenmäßig, steigt unser innerer Druck, schnell zu entscheiden. Denn wir wollen keine Gelegenheit verpassen. Du kennst das sicher von Sätzen wie „nur noch heute verfügbar“ oder „letzte Plätze frei“. Solche Hinweise aktivieren ein Gefühl von Dringlichkeit, selbst dann, wenn wir uns vorher gar nicht besonders interessiert haben. Aber Verknappung funktioniert nicht nur im Marketing. Auch im zwischenmenschlichen Bereich kann sie eine Rolle spielen. Wenn du zum Beispiel deine Zeit bewusst einteilst und nicht immer sofort verfügbar bist, steigt oft die Wertschätzung für deine Präsenz. Was seltener ist, wird achtsamer wahrgenommen. Wichtig ist, Verknappung wirkt nur dann, wenn sie glaubwürdig ist. Künstlich erzeugter Druck kann Vertrauen zerstören. Ehrlich eingesetzt ist sie ein starkes Mittel, um Aufmerksamkeit zu lenken und Entscheidungen zu erleichtern.
Autorität. Menschen hören eher auf Personen, die sie als kompetent oder erfahren wahrnehmen. Das gilt in Fachgesprächen genauso wie im Alltag. Wenn jemand klar zeigt, dass er weiß, wovon er spricht, entsteht Vertrauen. Und dieses Vertrauen erleichtert Entscheidungen. Das kann durch einen Titel geschehen, durch berufliche Erfahrung oder durch sichtbare Ergebnisse. Aber auch durch die Art, wie jemand spricht. Ruhig, klar, sachlich. Ein Beispiel. In einem Teammeeting wird ein Vorschlag eher akzeptiert, wenn er von einer Kollegin kommt, die bekannt dafür ist, gut vorbereitet zu sein. Selbst wenn eine andere Person dasselbe sagt, wird es anders aufgenommen, weil der Ruf mitschwingt. Autorität muss nicht laut auftreten, sie zeigt sich in Wissen, Klarheit und Verlässlichkeit. Und sie entsteht oft über Zeit, durch konsequentes Handeln, nicht durch große Worte. Wenn du Einfluss nehmen willst, frag dich nicht, wie du wirken willst. Frag dich, was du zeigen kannst, durch Substanz. Konsistenz. Menschen möchten sich treu bleiben, in dem, was sie sagen und in dem, was sie tun. Das gilt besonders dann, wenn sie sich vor anderen schon einmal festgelegt haben. Dieses Bedürfnis nach Konsistenz kannst du nutzen, indem du mit kleinen, unverfänglichen Fragen beginnst. Wenn dein Gegenüber einmal Ja gesagt hat, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie auch beim nächsten Schritt zustimmt. Ein Beispiel. Du fragst eine Kollegin, ob sie eine Idee grundsätzlich sinnvoll findet. Wenn sie zustimmt, ist der Weg frei für einen größeren Vorschlag, etwa ein gemeinsames Projekt. Konsistenz funktioniert deshalb gut, weil Menschen sich unwohl fühlen, wenn sie ihre Meinung plötzlich ändern. Und weil sie das Bild, das andere von ihnen haben, aufrechterhalten wollen. Wichtig ist dabei, sei respektvoll. Führe nicht in eine Richtung, die dein Gegenüber eigentlich nicht gehen möchte, sondern mach es leicht, kleine Entscheidungen zu treffen, die sich später gut anfühlen. Sympathie. Ob wir jemanden sympathisch finden, entscheidet oft darüber, wie offen wir für seine Ideen sind. Das geschieht nicht bewusst, sondern im Gefühl. Und genau deshalb ist Sympathie ein so wirkungsvoller Hebel. Wir hören eher auf Menschen, die uns ähnlich sind. Oder auf Menschen, die uns ehrlich begegnen, ohne Druck, ohne Masken. Auch kleine Gesten, ein Lächeln, echtes Interesse, ein aufmerksamer Tonfall machen einen Unterschied. In Gesprächen hilft es, Gemeinsamkeiten zu finden. Das können Hobbys sein, geteilte Erfahrungen oder einfach die Art, wie man miteinander spricht. Ein ehrliches Kompliment kann ebenfalls viel bewegen, wenn es passend und respektvoll ist. Ein Beispiel. In einem Verkaufsgespräch sind es oft nicht nur Produktmerkmale, die überzeugen, sondern das Gefühl, mit dieser Person fühle ich mich wohl. Sympathie ist kein Trick. Sie entsteht, wenn du offen und präsent bist und dein Gegenüber nicht nur als Ziel, sondern als Mensch wahrnimmst. Soziale Bewährtheit. Wenn wir unsicher sind, schauen wir oft auf das Verhalten anderer. Wir orientieren uns daran, was scheinbar funktioniert oder von vielen akzeptiert wird. Das passiert schneller, als wir denken und oft unbewusst. Dieses Prinzip nennt sich soziale Bewährtheit. Es erklärt, warum Bewertungen, Empfehlungen oder Erfahrungsberichte so gut funktionieren. Wenn viele Menschen etwas gut finden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch wir es gut finden. Ein Beispiel. Du suchst ein Café in einer fremden Stadt. 2 stehen zur Auswahl. Eines ist fast leer, das andere gut besucht. Du wirst dich eher für das Volle entscheiden, weil die Menge als Beweis für Qualität wirkt. In Gesprächen oder Präsentationen kannst du dieses Prinzip nutzen, indem du Beispiele nennst. Viele meiner Kundinnen berichten, dass oder in anderen Teams hat sich das bewährt. So entsteht Vertrauen, nicht weil du es behauptest, sondern weil andere es bereits erlebt haben. Rahmung und Verankerung. Nicht nur, was du sagst, macht einen Unterschied, sondern auch, wie du es sagst, denn der Rahmen beeinflusst, wie eine Information wahrgenommen wird. Das nennt man Rahmung oder auch Framing. Ein Beispiel. Du kannst sagen, dieses Produkt hat eine 90% Zufriedenheitsrate. Oder 10% der Kunden waren unzufrieden. Beides ist inhaltlich gleich, aber es wirkt unterschiedlich. Menschen reagieren sensibel auf den Ton,
die Perspektive und die Reihenfolge von Informationen. Und genau hier liegt dein Gestaltungsspielraum. Auch Verankerung gehört dazu. Die erste Zahl, die du nennst, etwa in einer Verhandlung, prägt die Einschätzung des Gegenübers, selbst wenn sie willkürlich erscheint. Das Gehirn sucht nach Orientierung und der erste Impuls wirkt oft stärker, als wir glauben. Wenn du also ein Angebot machst, ein Ziel formulierst oder eine Entscheidung vorbereitest, denk nicht nur an den Inhalt. Denk auch an den Rahmen. Denn Worte wirken nicht allein. Sie wirken in dem Zusammenhang, in dem sie gesagt werden. Menschen zu überzeugen hat nichts mit Überreden zu tun. Es geht darum, verstanden zu werden. Und das gelingt, wenn man die richtigen Hebel kennt und sie mit Klarheit und Respekt einsetzt. Du hast heute 7 psychologische Prinzipien kennengelernt, die in vielen Situationen wirken. Nicht, weil sie neu oder spektakulär wären, sondern weil sie tief im menschlichen Verhalten verankert sind. Reziprozität zeigt, dass Geben oft zu Vertrauen führt. Verknappung macht deutlich, wie wichtig der Rahmen ist. Autorität wirkt, wenn sie auf echter Kompetenz basiert. Konsistenz nutzt das Bedürfnis nach Klarheit. Sympathie öffnet Türen, bevor das erste Argument gesprochen ist. Soziale Bewährtheit zeigt uns, dass wir ungern allein entscheiden. Und durch Rahmung und Verankerung lenken wir, wie Informationen aufgenommen werden. Diese Prinzipien sind keine Werkzeuge der Manipulation. Sie sind Bausteine für eine bewusste, klare und wirkungsvolle Kommunikation. Wenn du mehr über diese Themen erfahren möchtest, in ruhiger, verständlicher Sprache und mit einem Blick für das Wesentliche, dann abonniere gern diesen Kanal. Hier geht es nicht um Tricks, sondern um das, was Menschen wirklich bewegt. Und wenn du magst, schreib in die Kommentare, welches Prinzip du in deinem Alltag schon beobachtet hast oder wo du es künftig bewusst einsetzen willst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.